14. August 2013. Provinz Deir ez-Zor, Ostsyrien. Der Keller einer ehemaligen Schule. 5 Männer in Rotkreuzwesten gehen einen 40 Meter langen Gang entlang auf eine Stahltür zu. In ihren Sanitätsrucksäcken stecken keine Medikamente, sondern schallgedämpfte Pistolen, Splittergranaten und Munition für einen Feuerwechsel. Sie sind vom Mossad. Hinter dieser Stahltür 3 Offiziere des israelischen Militärgeheimdienstes seit 9 Tagen in Gefangenschaft. Einer hat ein gebrochenes Bein. In 58 Stunden bringt ein Konvoi der IRGC sie nach Teheran. Wenn sie diese Chance verpassen, sterben 3 Offiziere. 5 Männer. Nur dieser Korridor. Nur diese Tür. 68 Sekunden. Vor 90 Sekunden ist der Wachmann, der sie begleitet, weggegangen, um den Schlüssel und die Freigabe zum Öffnen dieser Tür zu holen. Er kommt zurück, ohne die Freigabe erhalten zu haben. 22 Wachen oben und die Tür ist immer noch verschlossen. Wie haben es 5 Mossad-Agenten überhaupt geschafft, mit Waffen und Granaten in ein syrisches Militärgefängnis zu gelangen? Werden sie es schaffen, den Offizier mit dem zertrümmerten Bein zu retten und ihn an 22 Wachen vorbeizubringen? Und werden sie es schaffen, die türkische Grenze zu erreichen, indem sie 4 Militärkontrollpunkte passieren, getarnt als Rotes Kreuz, bevor die gesamte syrische Armee nach ihnen sucht? Wenn du wegen Operationen wie dieser hier bist, abonniere den Kanal. Auf diesem Kanal eine weitere Mission, die nie bestätigt wurde. Ein weiteres Team, das nie namentlich genannt wurde. Eine weitere Geschichte, die nie erzählt werden sollte. Das Signal kam um 3:47 Uhr morgens. Keine Übertragung, nur Stille. 3 AMAN-Einsatzbeamte, die in Deir ez-Zor im Einsatz waren, hatten ihren geplanten Check-in um 4 Stunden verpasst. Das Standardprotokoll sah weitere 48 Stunden vor, bevor eine formelle Überprüfung ausgelöst wurde. Die Beamtin, die in dieser Nacht den Syriendienst hatte, wartete keine 48 Stunden. Ihr Name war Gal. Sie hatte diese 3 Männer seit 11 Tagen aufgespürt. Sie kannte ihre Route, den Kontrollpunkt, den sie passiert hatten, die Einrichtung, die sie beobachtet hatten. Sie rief ihren Direktor um 4 Uhr morgens an und sagte 6 Worte. Alle 3 sind vom Netz. Um 5:15 Uhr ging man von einer Gefangennahme aus. Um 9:30 befanden sich in einem Konferenzraum im 4. Stock eines Bürogebäudes im Zentrum von Tel Aviv 7 Personen und eine Frage. Wie lange noch, bis die Iraner eintreffen? Die Antwort lag bereits auf dem Tisch. Eine Verbindungseinheit der IRGC hatte Deir ez-Zor 9 Tage zuvor erreicht. 3 Offiziere, ein Unterstützungsteam, eine ständige Vereinbarung mit dem syrischen Militärgeheimdienst über die Überstellung hochrangiger Gefangener. Die Vereinbarung war dokumentiert. Der Zeitrahmen betrug 60 Stunden ab der Festnahme. Plus minus 12. Der Direktor las die Seite. Er legte sie hin. Er sah den Mann auf der anderen Seite des Tisches an und sagte einen Moment lang nichts. Dann: 14 Stunden. Leg mir in 14 Stunden einen Plan vor. Das Standardprotokoll für eine Befreiungsaktion dauerte allein für die Genehmigung mindestens 36 Stunden. Sie hatten 14. Der Hinweis stammte aus einer einzigen Zeile in einem Überwachungsbericht, der 10 Tage vor der Festnahme erstellt worden war. Einer der 3 Offiziere, bevor er festgenommen wurde, hatte in seinem Feldprotokoll vermerkt, dass die Einrichtung am 2. August einen Inspektionsbesuch des IKRK erhalten hatte. Ein Team von 4 Inspektoren, Schweizer Papiere, uneingeschränkter Zugang zum Hafttrakt. Der Besuch dauerte 3 Stunden und 40 Minuten. Die Wachen hatten die Inspektionskoffer nicht durchsucht. Der Raum las diese Zeile 3-mal. Innerhalb von 2 Stunden nach der Genehmigung erhielt ein Mossad-Informant in Genf einen Anruf aus Tel Aviv. Das Gespräch dauerte 4 Minuten.
Er schrieb 3 Dinge auf einen Notizblock. Dann verbrannte er den Notizblock im Waschbecken seines Badezimmers. Sein Name war David. Das ist nicht sein wichtiger Name. Er hielt die Asche des Notizblocks unter den laufenden Wasserhahn, sah zu, wie sie sich auflöste und trocknete sich die Hände. Er hatte noch 2 Stunden Zeit, bevor das Genfer Büro öffnete. Er hatte 2 Jahre lang verdeckt als Logistikberater im Genfer Koordinationsbüro des IKRK gearbeitet. Er kannte das Terminplanungssystem, das Dokumentationsformat und die E-Mail-Weiterleitung für Damaskus. Er wusste, welcher Koordinator für die Rotationen am Syrien-Schalter zuständig war und welche Unterschrift erforderlich war, um einen FED-Besuch zu genehmigen. Das Genfer Büro öffnete um 8 Uhr morgens. David kam um 7:75 an. Er kochte Kaffee. Er setzte sich an seinen Schreibtisch. Er öffnete das Koordinationssystem. Um 7:40 reichte er einen Antrag auf eine erneute Inspektion der Einrichtung in Deir ez-Zor ein, unter Berufung auf unzureichende Dokumentation der Haftbedingungen für Zivilisten beim 2. Besuch im August. Der Antrag wurde mit einem Zeitstempel versehen, protokolliert und automatisch an den Koordinator des Syrien-Referats weitergeleitet. Er hieß Bernhard. Er war 53 Jahre alt. Er überprüfte alles. Um 8:29 Uhr markierte Bernhard den Antrag und schickte eine Bestätigungsanfrage an das Büro in Damaskus. Standardverfahren. Er erwartete eine Antwort innerhalb von 2 Stunden. David beobachtete von der anderen Seite des Großraumbüros aus, wie Bernhard die E-Mail verschickte. In dem Moment, als sie Bernhards Postausgang verließ, navigierte David zur Warteschlange für ausgehende E-Mails im gemeinsamen Koordinationssystem. Einem System, für das er 4 Monate gebraucht hatte, um zu lernen, sich darin zu bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen, und verursachte einen Zustellungsfehler. Keine Löschung. Eine Verzögerung. Die Art, die wie eine Serverpanne aussieht, die Art, die eine automatische, erneute Zustellung in einem festgelegten Zeitintervall auslöst. Das Intervall, das David einstellte, betrug 19 Stunden. Bernhard bemerkte die Fehlermeldung um 9:15 Uhr. Er nahm an, es liege am Server. Er meldete es dem IT-Support. Die IT sagte, sie würden sich darum kümmern. Schließlich kümmerten sie sich darum. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Team bereits in Syrien. Bernhard genehmigte die erneute Überprüfung um 10:40 Uhr. Die Bestätigung aus Damaskus war erst 48 Stunden vor dem geplanten Besuch erforderlich, und der Besuch war für den nächsten Morgen angesetzt. Er bearbeitete die Schweizer Unterlagen. Er vergab die Zugangsdaten für das Team. Er trug den Besuch ins System ein. Alles war im System. Zurück in Tel Aviv ging Gal die Aufnahmefotos durch, die bei einer Überwachungsaktion 2 Tage vor der Festnahme sichergestellt worden waren. Die Einrichtung behandelte jeden neuen Häftling auf die gleiche Weise. Persönliche Gegenstände wurden abgenommen, katalogisiert, fotografiert und eingelagert. Die Fotos zeigten Brieftaschen, Telefone, eine Uhr, eine gefaltete Karte. Und noch einen Gegenstand, eine Metallflasche, verbeult und zerkratzt, mit einer kleinen Gravur an der Seite, die durch jahrelangen Gebrauch fast glatt geschliffen war. Die Wachen hatten sie sich angesehen, umgedreht und wieder zurückgelegt. Es war der einzige persönliche Gegenstand, der dem Häftling geblieben war. Sein Name war Jonathan, 28 Jahre alt, 18 Monate im Einsatz. Die Flasche hatte ihn seit seinem Einsatz begleitet. Die Wachen behielten die Uhr und die Brieftasche. Die Flasche hielten sie für wertlos. Gal vermerkte es in der Briefing-Datei, die sie am Abend an den Teamleiter schickte, nicht als Geheimdienstinformation, sondern als Bestätigung. Jonathan lebte. Ein Lagerraum im 2. Stock eines Hotels, 12 Minuten von der syrischen Grenze entfernt. Der Raum roch nach Maschinenöl und Instant-Kaffee. Auf dem Bett 5 IKRK-Westen, 5 Umhängebänder,
5 laminierte Ausweise mit Fotos, 2 Arzttaschen. In den Taschen Verbandmaterial, Handschuhe, ein Blutdruckmessgerät, versiegelte sterile Verpackungen. Unter den doppelten Boden jeder Tasche eine schallgedämpfte Glock 19, 2 Ersatzmagazine, 2 Splittergranaten. Der Teamleiter verglich jeden Ausweis mit einem ausgedruckten Referenzblatt. Er hielt jede einzelne gegen das Licht. Er legte sie hin. Er ging zur nächsten über. Sein Name auf der Karte lautete Dr. Henri Favre aus Lausanne. Er war noch nie in Lausanne gewesen. Das Team überquerte am nächsten Morgen um 6:15 Uhr die Grenze nach Syrien über einen Grenzübergang, an dem regelmäßig IKRK-Fahrzeuge abgefertigt wurden. Die Unterlagen befanden sich in der Koordinationsdatenbank der syrischen Regierung. 2 Fahrzeuge fuhren vor ihnen über die Grenze. Ihr Fahrzeug war das 3. Die Anlage tauchte auf der linken Straßenseite auf, ein niedriges Betongebäude hinter 2 Maschendrahtzäunen, die mit Stacheldraht gekrönt waren. Eine ehemalige Schule. An der Ostwand, unter grauer Farbe kaum noch zu erkennen, der Umriss eines Wandgemäldes. Kinder, eine Sonne, ein Horizont. 2 Wachtürme, ein Fahrzeugtor. Der Teamleiter reichte seine Unterlagen durch das Fenster am Außentor. Der Wachmann prüfte sie, funkte kurz und öffnete das Tor. Irgendwo in diesem Gebäude, in einer Kellerzelle, stand eine verbeulte Metallflasche auf dem Betonboden, neben einem Mann mit einem gebrochenen Bein. Das Team hatte 19 Minuten Zeit bis zum morgendlichen Wachwechsel. Oberst Hassan Karimi machte um 6 Uhr seine morgendliche Runde. Immer um 6. Er begann am Außentor, ging im Uhrzeigersinn um den Zaun herum und hielt an jedem Wachposten lange genug an, um den diensthabenden Mann in die Augen zu sehen. Während der Runde sprach er nicht viel. Er hörte zu. Die Anlage verriet einem Mann, was er wissen musste, wenn er aufmerksam war. Ein Wachmann, der zu oft sein Gewicht verlagerte. Ein Schloss, das geölt worden war, obwohl es nicht hätte geölt werden dürfen. Ein Geruch aus dem Untergeschoss, der nicht zum Morgen passte. Er leitete seit 11 Jahren Einrichtungen wie diese. 11 Jahre. Und die Antwort hatte sich nicht geändert. Die untere Etage war ruhig. 3 Zellen waren belegt. Er überprüfte jede Tür selbst. Nicht, weil er den Wachen nicht traute, sondern weil diese Gewohnheit ihn schon 2-mal am Leben gehalten hatte. Zelle 1. 2 Männer, zivile Auftragnehmer, die in der Nähe eines Waffenlagers aufgegriffen worden waren. Zelle 2. Eine Frau, Mitte 40, noch nicht registriert. Zelle 3. Die Israelis. Er blieb bei Zelle 3 länger stehen als bei den anderen. Durch den Spion 2 Männer, die an der gegenüberliegenden Wand saßen. Ein Briter lag flach auf dem Boden, sein Bein in Stoffstreifen gewickelt. 9 Tage in diesem Raum. Seit 5 Tagen versuchten sie nicht mehr zu kommunizieren. Der mit dem gebrochenen Bein hatte sich seit dem 4. Tag nicht mehr aus eigener Kraft bewegt. Karimi schloss den Guckloch und stand einen Moment lang still da. In 35 Stunden sollte ein Transport der IRGC eintreffen. Danach würden die 3 Männer in dieser Zelle das Problem eines Anwurn sein. Er ging wieder nach oben. Auf seinem Schreibtisch im Dienstzimmer stand eine Metallflasche. Er hatte sie vor 3 Tagen aus dem Regal mit den beschlagnahmten Gegenständen genommen. Kompakt, rampomiert, mit einer Gravur an der Seite, die er ohne seine Lesebrille nicht entziffern konnte. Die Art von Gegenstand, die ein Mann so lange bei sich trägt, bis seine Hand ohne nachzudenken danach greift. Er hatte sie auf seinen Schreibtisch gestellt, ohne zu beschließen, sie zu behalten. Er schenkte sich Tee ein. Er warf einen Blick auf den Tagesbericht. Die erneute Inspektion durch das IKRK war für den nächsten Morgen angesetzt. Er hatte die Besuchserlaubnis selbst bearbeitet. Der Besuch war protokolliert. Er hatte schon früher IKRK-Teams gesehen. Sie kamen an, schrieben etwas auf ihre Klemmbretter, stellten Fragen in vorsichtiger, diplomatischer Sprache
und gingen wieder. Er legte seinen Stift neben die Flasche auf den Schreibtisch und nahm die nächste Seite zur Hand. Das IKRK-Fahrzeug hielt um 9:12 Uhr morgens am Außentor. Der Teamleiter kurbelte sein Fenster herunter. Die Morgenhitze war bereits spürbar, trocken und flach. Die Art von Hitze, die es schwer machte, Entfernungen einzuschätzen. Er reichte dem Torwächter unaufgefordert seine Unterlagen. 5 laminierte Ausweise, eine ausgedruckte Besuchserlaubnis mit IKRK-Briefkopf und einem Koordinationsstempel aus Damaskus. Eine Liste der medizinischen Ausrüstung, auf der alles aufgeführt war, was sich in den beiden Taschen im Fond des Fahrzeugs befand. Alles außerdem, was sich unter den doppelten Böden befand. Der Wachmann nahm die Dokumente entgegen. Er betrachtete sie mit der bedächtigen Langsamkeit eines Mannes, dem aufgetragen worden war, alles zu überprüfen, ohne zu erfahren, wonach er suchen sollte. Er drehte jede Ausweiskarte um. Er schaute auf das Foto, dann auf das Gesicht, dann wieder auf das Foto. Der Teamleiter hielt seine Hände sichtbar auf dem Lenkrad. Auf dem Beifahrersitz hielt der zweite Agent ein Klemmbrett auf den Knien. Hinten saßen die anderen 3 mit den beiden medizinischen Taschen zwischen sich und sagten nichts. Der Wachmann funkte. Er wartete. Er gab die Dokumente zurück. Das Tor öffnete sich. Das Fahrzeug fuhr in den Innenhof und hielt an. Kies, ein Fahnenmast, ein verrosteter Wassertank an der Ostwand. Auch von hier aus war der Umriss des Wandgemäldes zu sehen, die verblassten Kinder, die gemalte Sonne. Und im vollen Morgenlicht wirkte es älter, als es von der Straße aus getan hatte. Das Team stieg aus. Sie standen in der Hitze und warteten. Oberst Karimi kam 2 Minuten später aus dem Haupteingang und überquerte den Hof auf sie zu. Er trug seine Uniform ohne Jacke. Er ging ohne Eile. Er blieb 2 Meter vor dem Teamleiter stehen und sah ihn lange genug an, um etwas zu registrieren, aber nicht so lange, dass es unhöflich wirkte. Er nahm die Unterlagen aus der Hand des Teamleiters. Er las die erste Seite durch. Er blätterte zur zweiten. Er blätterte zurück zur ersten. »Du hast 2011 in Aleppo gearbeitet?« sagte er. Er blickte nicht von den Papieren auf, als er das sagte. »Ich habe damals deinen Kollegen Jacques getroffen.« Der Teamleiter sagte 3 Sekunden lang nichts. In diesen 3 Sekunden der Wachmann hinter ihnen am Eingang, der immer noch sein Funkgerät in der Hand hielt. Ein zweiter Wachmann, sichtbar im Turm links, der nach unten blickte. Ein dritter Mann in der Tür des Hauptgebäudes, der stehen geblieben war. 22 Mitarbeiter auf dem Gelände. Ein Fahrzeug. Ein Ausgang durch das Tor, durch das sie gerade gekommen waren. »Jacques ist jetzt im Südsudan«, sagte der Teamleiter. »Wir arbeiten in verschiedenen Regionen. Wir kreuzen selten unsere Wege.« Karimi blickte von den Papieren auf. 1 Sekunde, 2. Dann reichte er die Unterlagen zurück, drehte sich um und ging zum Eingang. »Folgt mir!« Das Dienstbüro lag 12 Meter vom Haupteingang entfernt. Karimi führte sie hindurch auf dem Weg zum Treppenhaus. Besuche des IKRK wurden im Dienstbüro protokolliert und zeitlich erfasst, bevor der Zugang zur unteren Ebene gewährt wurde. Karimi öffnete die Tür zum Dienstbüro und winkte sie herein. Der Teamleiter trat als erster ein. Der zweite und dritte Agent stellten sich in der Nähe der Tür auf. Der vierte und fünfte standen mit den Sanitätsrucksäcken in der Mitte des Raums. Der Schreibtisch befand sich rechts von der Tür. Darauf ein Dienstprotokoll, ein Funkgerät in seiner Halterung, ein halbleeres Glas Tee und die Metallflasche. Der Teamleiter durchquerte den Raum in 2 Schritten und legte sein Klemmbrett auf die Kante des Schreibtischs. Er blieb nicht stehen, als er die Flasche sah. Die Beschreibung aus Gals Einsatzunterlagen, ramponiert, mit einer Gravur an der Seite. Sie hatte Jonathan seit seinem ersten Einsatz begleitet. Sie lag auf dem Schreibtisch eines syrischen Oberst, was bedeutete, dass Karimi in dieser Zelle gewesen war. Jonathan befand sich 2 Stockwerke unter ihnen.
Karimi setzte sich und schlug das Dienstprotokoll auf. Sein Stift bewegte sich in gemächlicher Schrift. Ankunftszeit, Anzahl der Mitarbeiter, Referenznummer der Unterlagen. »Ihr habt 1 Stunde«, sagte er, ohne aufzublicken. »Mein Offizier wird euch die ganze Zeit begleiten. Ihr betretet keine Zelle ohne seine Anwesenheit. Das sind die Bedingungen.« Er beendete den Eintrag und sah den Teamleiter an. »Irgendwelche Fragen?« Der Teamleiter verneinte. Als Karimi in den Flur rief, rückte der 4. Agent den Riemen seiner Arzttasche zurecht. Eine kleine Bewegung, eine Vierteldrehung seines Handgelenks, und die Flasche verschwand vom Schreibtisch in die Außentasche der Tasche. Karimi blickte nicht auf. Der Diensthabende, ein junger Feldwebel, Anfang 20, das Gewehr über die Brust gehängt, erschien in der Tür. Karimi sprach ihn auf Arabisch an. 3 Worte. Der Sergeant drehte sich um und führte das Team zum Treppenhaus. Sie gingen die Treppe hinunter. Das Treppenhaus führte eine Etage tiefer. Die Geräusche vom Innenhof, Hitze, ein entfernter Generator, das Funkgerät eines Wachmanns verstummten auf dem ersten Treppenabsatz. Am untersten Treppenabsatz war nur noch das Summen der Leuchtstoffröhren in darunterliegenden Flur zu hören. Der Flur darunter war 40 Meter lang und wurde von einer einzigen Leuchtstoffröhre beleuchtet. Der Boden war aus nacktem Beton. Die Wände waren aus nacktem Beton. Ganz am Ende eine Stahltür mit einem Schiebeverschluss und einem Nummernschild. Links und rechts davon 2 weitere Türen, identisch. Der Sergeant ging wortlos voraus. Er hatte das schon oft gemacht, Inspektionsteams hindurchgeführt, zugesehen, wie sie auf ihre Klemmbretter schrieben und sie wieder hinausgeführt. Sein Gewehr hing über der Schulter. Er war nicht nervös. Er wartete darauf, dass seine Schicht endete. Der Teamleiter zählte die Schritte vom Treppenhaus bis zur ersten Zelle. 11. Von der ersten Zelle bis zur dritten 8 weitere. Insgesamt 19 Schritte. Der Gang war schmal. 2 Personen konnten aneinander vorbeigehen, aber nur knapp. Das Tor befand sich am Ende des Gangs. Der Sergeant öffnete Zelle 1. 2 Männer, Ende 30, saßen auf Feldbetten. Sie betrachteten die IKRK-Westen mit der teilnahmslosen Aufmerksamkeit von Menschen, die gelernt hatten, auf nichts mehr zu reagieren. Der 2. Mitarbeiter des Teams näherte sich ihnen mit einem Klemmbrett und sprach Arabisch. Er fragte nach Essen, Wasser, medizinischem Bedarf, den Standardfragen. Die Männer antworteten in kurzen Sätzen. Der Mitarbeiter schrieb Dinge auf. 4 Minuten in Zelle 1. Der Feldwebel stand in der Tür. Zelle 2. Die Frau, Mitte 40, seit 6 Tagen nicht registriert. Sie blickte nicht auf, als sich die Tür öffnete. Sie saß mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, den Blick auf einen Punkt irgendwo vor ihren Füßen gerichtet. Der 3. Mitarbeiter des Teams hockte sich hin und sprach leise mit ihr. Sie antwortete nicht. 3 Minuten in Zelle 2. Der Sergeant ging zu Zelle 3 und griff nach dem Riegel. Der Riegel glitt zurück. Die Tür öffnete sich nach innen. Zuerst stieg ihnen der Geruch in die Nase. Schweiß, Beton, die typische muffige Luft eines Raums, in dem 3 Menschen 9 Tage lang ohne ausreichende Belüftung festgehalten worden waren. Dann fiel das Licht aus dem Flur auf das, was sich darin befand. 2 Männer saßen an der gegenüberliegenden Wand, genauso wie Karimi sie an diesem Morgen durch den Spion gesehen hatte. Ein 3. lag auf dem Boden, den Rücken an die nahe Wand gelehnt, das Bein ausgestreckt und in zerrissenes Tuch gewickelt. Sein Gesicht war zur Tür gewandt. Die beiden sitzenden Männer schauten auf die IKRK-Westen. Einer von ihnen, Ende 30, dichter Bart, eine schlecht verheilte Schnittwunde über dem linken Auge, stand auf. Der Teamleiter sah ihn an. Er sah den Teamleiter an. Er setzte sich wieder hin. Er sah nicht noch einmal auf die Westen. Er starrte auf einen Punkt an der Wand links von der Tür und hielt den Blick dort fest. Seine Hände lagen flach auf den Knien.
Sein Atem war ruhig. Sein Gesicht zeigte keine Regung. 9 Tage. 9 Tage voller Fragen, die erst auf die gleiche Weise und dann auf eine andere Weise gestellt wurden. Voller Schlaf, der in Abständen unterbrochen wurde, um die Grenzen verschwimmen zu lassen. Er hatte es überstanden, indem er alles auf eine Regel reduziert hatte. Vertraue nichts, was durch diese Tür kommt. Keine Veränderung beim Essen. Keine Verringerung des Lärms. Nicht einmal 5 Leute in Rotkreuz-Westen mit Klemmbrettern und einer Arzttasche. Vor allem nicht das. Der Teamleiter stellte seinen Klemmbrett auf den Boden und hockte sich hin, um auf Augenhöhe mit dem flachliegenden Mann zu sein. Jonathan, seit 18 Monaten im Einsatz, 28 Jahre alt. Der Verband am Bein war schon Tage alt. Die Farbe darunter war keine Farbe, die auf Haut gehören sollte. Jonathan beobachtete ihn. Der Teamleiter sagte einen Satz auf Hebräisch, leise genug, dass der Feldwebel in der Tür die Sprache nicht verstanden hätte, selbst wenn er zugehört hätte. Er nannte eine 7-stellige Zahl. Der stehende Mann sagte 2 Sekunden lang nichts. Er sah den Teamleiter so an, wie ein Mann etwas ansieht, bei dem er 2 Sekunden lang überlegt hat, es nicht zu glauben. Und es dann doch glaubt. »Sag es noch einmal.« Der Teamleiter sagte es noch einmal, dieselbe Zahl, in derselben Reihenfolge. Der stehende Mann stand auf. Er beugte sich hinunter und zog den zweiten sitzenden Mann auf die Beine. Die Beine des zweiten Mannes waren wackelig. Wenn man fast 3 Tage lang sitzt, vergisst der Körper die Bewegungsabläufe. Der stehende Mann stützte ihn am Arm. Jonathan konnte nicht stehen. Sein Bein war am 2. Tag des Verhörs gebrochen worden und hatte seitdem nichts anderes bekommen als die Stoffstreifen, die er selbst darum gewickelt hatte. Der 4. Agent öffnete bereits die Sanitätstasche, nicht wegen der Ausrüstung obendrauf, sondern wegen der gefalteten Trage darunter. 4 Tragegriffe, leichtgewichtig. Er und der 5. Agent schoben sie unter Jonathan, ohne ihn ganz anzuheben, und rollten ihn in einer Bewegung darauf, die sie so lange geübt hatten, bis sie 11 Sekunden dauerte. Es dauerte 13. Der Feldwebel in der Tür beobachtete das. Seine Hand lag auf dem Schaft seines Gewehrs, nicht am Griff. Er sah den Teamleiter an. »Er braucht sofortige medizinische Versorgung«, sagte der Teamleiter auf Arabisch, ohne aufzublicken. »Wir müssen ihn jetzt zum Fahrzeug bringen.« Der Sergeant sah Jonathan an. Er trat von der Tür zurück. Das Telefon auf Karimis Schreibtisch klingelte. Damaskus. Das Koordinationsbüro, das auf Bernards Anfrage vom vergangenen Morgen antwortete. Das Serverproblem hatte die E-Mail verzögert. Entschuldigung dafür. Verlaufe der Besuch normal? Karimi sah in das Dienstprotokoll. Der Eintrag von vor 30 Minuten, Ankunftszeit, 5 Mitarbeiter, Referenznummer der Unterlagen. »Ja«, sagte er, »das Team ist heute Morgen angekommen. Die Unterlagen waren in Ordnung.« Der Sachbearbeiter bedankte sich. Karimi legte den Hörer auf. Durch das Fenster der Innenhof. Das IKRK-Fahrzeug stand noch immer dort, wo es angehalten hatte. Der Wachmann am Außentor lehnte an seiner Hütte. Alles war so, wie es sein sollte. Unter ihm, 2 Stockwerke tiefer, war der Flur leer. 19 Schritte von Zelle 3 zum Treppenhaus. Die beiden gehenden Männer bewegten sich langsam. Der stehende Agent stützte den Schwächeren am Arm. Der 4. und 5. Agent trugen Jonathan auf dem Laken. Sein Bein ausgestreckt, die Augen offen und auf die Decke gerichtet. Der Teamleiter ging hinter dem Sergeant her. Am Fuß des Treppenhauses blieb der Sergeant stehen und drehte sich um. Er schaute auf das Tragetuch, auf Jonathan, auf die beiden Männer, die zur Treppe geführt wurden. »Alle 3? »Alle 3 müssen untersucht werden«, sagte der Teamleiter. »Unterernährung, mögliche innere Verletzungen. Ich brauche sie in den nächsten 4 Minuten im Fahrzeug, sonst kann ich die medizinische Untersuchung nicht abschließen.« Der Sergeant sah ihn einen langen Moment lang an. Dann blickte er die Treppe hinauf.
Ich muss den Oberst informieren. Informiere ihn vom Innenhof aus, sagte der Teamleiter. Wir machen uns auf den Weg. Der Sergeant drehte sich um und ging die Treppe hinauf. Sie folgten ihm. Jonathan gab auf der Trage keinen Laut von sich. Seine Hände lagen flach an seinen Seiten. Sein Kiefer war angespannt. Er hielt sich mit aller Kraft still. Oben angekommen, der Flur im Erdgeschoss. 12 Meter bis zum Haupteingang. Sonnenlicht durch die offene Tür. Der Sergeant war bereits im Innenhof, das Funkgerät erhoben und sprach. Sein Tonfall war nicht alarmiert. Es war der knappe, routinemäßige Rhythmus eines Mannes, der etwas Unerwartetes über die richtigen Kanäle meldet und auf eine Antwort wartet, bevor er entscheidet, was als nächstes zu tun ist. Der Teamleiter schaute nicht zu Karimis Fenster. Er schaute zum Tor. Der Wachmann dort beobachtete das Transportblatt. Seine Hand lag an seiner Seite. Das Fahrzeug stand dort, wo sie es abgestellt hatten. Der 4. und 5. Agent luden Jonathan hinten ein. Die beiden Männer, die zu Fuß gekommen waren, stiegen ein. Die Türen schlossen sich. Der Teamleiter startete den Motor. Der Feldwebel war immer noch am Funkgerät. Karimi war noch nicht ans Fenster gekommen. Sie fuhren zum Tor. Der Wachmann am Tor schaute auf das Fahrzeug, schaute auf den Innenhof und öffnete die Schranke. Das abfahrende IKRK-Fahrzeug war dasselbe IKRK-Fahrzeug, das angekommen war. Und noch hatte ihm niemand etwas anderes gesagt. Sie fuhren durch. Die Straße nach Norden begann einen halben Kilometer hinter dem Außenzaun. Flaches Buschland zu beiden Seiten. Die Hitze flimmerte bereits über dem Asphalt. Das Fahrzeug fuhr auf die Straße und beschleunigte auf das Tempo eines Kantentransports. Nicht schnell, nicht langsam. Hinten hatte Jonathan die Augen offen. Er schaute an die Decke des Fahrzeugs. Nach einem Moment griff er neben dem Tragetuch nach unten und fand die Flasche in der Außentasche der Sanitätstasche, wo der 4. Agent sie hineingelegt hatte. Er sagte nichts. Er hielt sie mit einer Hand an seine Seite gedrückt und ließ den Blick auf das Dach gerichtet. Der erste Kontrollpunkt lag 11 Kilometer nördlich. Sie hatten 7 Stunden und 18 Minuten Zeit, bevor der IRGC-Konvoi planmäßig in der Einrichtung eintreffen sollte. Niemand im Fahrzeug wusste, dass er in 3 Stunden und 1 Minute eintreffen würde. Hinter ihnen im Dienstbüro wurde der Funkruf des Sergeants endlich verbunden. Karimi nahm ab. Der Sergeant beschrieb die Situation in 2 Sätzen. Das Inspektionsteam hatte einen medizinischen Notfahrtransport für alle 3 Häftlinge angefordert und war bereits durch das Fahrzeugtor hinausgefahren. Karimi ging zum Fenster. Der Innenhof war leer. Er schaute einen Moment lang hin. Dann ging er zurück an seinen Schreibtisch und griff zum Telefon, um in Damaskus anzurufen. Nicht, weil er beunruhigt war, sondern weil eine Änderung des Status eines Häftlings dokumentiert werden musste, und Karimi dokumentierte alles. Der erste Kontrollpunkt lag 11 Kilometer von der Einrichtung entfernt. Das Fahrzeug erreichte ihn um 9:53 Uhr. Eine Schranke quer über der Straße, 2 Wachen, eine kleine Fertigbauhütte mit einer Funkantenne. Der Teamleiter wurde langsamer und hielt an. Er reichte die Unterlagen durch das Fenster. Der Wachmann schaute auf den Briefkopf des IKRK, schaute auf die 5 Personen im Fahrzeug, schaute auf das Begleitblatt hinten. Er gab die Dokumente zurück und hob die Schranke. 40 Sekunden. Sie fuhren los. Die Straße nach Norden führte durch flaches Buschland, durchzogen von Bewässerungsgräben und vereinzelten Gebäudegruppen. Der Teamleiter fuhr im Tempo eines Krankenwagenfahrzeugs. Nicht langsam genug, um unsicher zu wirken, nicht schnell genug, um gehetzt zu werden. Hinten Jonathan auf der Trage, die Flasche an seine Seite gedrückt. Die beiden gehenden Männer saßen zu beiden Seiten von ihm. Der eine hatte die Augen geschlossen. Der andere beobachtete die Straße durch die Heckscheibe. Niemand sprach. Auf dem Beifahrersitz hatte der 2. Agent die Karte auf den Knien ausgebreitet.
210 Kilometer bis zur türkischen Grenze. 4 Kontrollpunkte. Einer passiert. Um 10:31 Uhr tauchte die Schranke hinter einer Kurve auf. Eine feste Kontrollkabine, eine zweite Kontrollspur, 2 Fahrzeuge, die bereits angehalten hatten und abgefertigt wurden. Ein junger Beamter stand auf der Straße, das Gewehr vor der Brust, nicht über die Schulter gehängt, sondern festgehalten, und beobachtete, wie das IKRK-Fahrzeug langsamer wurde und zum Stehen kam. Er war vielleicht 24 Jahre alt. Er kam zum Fahrerfenster, noch bevor der Teamleiter ganz zum Stehen gekommen war. Er fragte nicht zuerst nach den Papieren. Er schaute durch die Windschutzscheibe auf den hinteren Teil des Fahrzeugs, auf das Begleitpapier, auf die Gestalt unter der Decke. »Öffne den Laderaum«, sagte er. Der Teamleiter stieg aus. Er ging zum Heck des Fahrzeugs und öffnete die Ladeklappe selbst, ohne aufgefordert worden zu sein, beiseite zu treten. Bevor er den Fahrersitz verließ, hatte er die Flasche von Jonathans Seite unter die Decke geschoben, die seinen Oberkörper bedeckte, und sie in die Stoffwatte gesteckt, wo sie aus dem Blickfeld verschwand. Jonathan war bewusstlos. Er war in den 40 Minuten, seit sie die Einrichtung verlassen hatten, allmählich weggetreten. Sein Gesicht erschlaffte nach und nach, bis nichts mehr darin zu sehen war. Er hatte keinen Laut von sich gegeben, als er wegtrat. Der Beamte leuchtete mit einer Taschenlampe in den Laderaum. Jonathan lag regungslos da. Die Stoffumhüllung war unter dem Rand der Decke zu sehen. Die beiden sitzenden Agenten beobachteten den Beamten mit der neutralen Aufmerksamkeit von Menschen, die damit rechneten, untersucht zu werden. Der Beamte bewegte die Taschenlampe über den Laderaum und richtete sie auf Jonathans Gesicht. »Was ist mit ihm los?« »Schwere Unterernährung, möglicherweise innere Blutungen«, sagte der Teamleiter. »Er war 6 Tage lang ohne Versorgung, bevor wir ihn fanden.« Jonathans Brust hob und senkte sich. Langsam, aber sie bewegte sich. »Schafft er es bis zur Grenze?« »Ehrlich gesagt«, sagte der Teamleiter, »nein.« Der Beamte sah ihn an. Er sah Jonathan an. Er trat vom Fahrzeug zurück und schloss die Ladeklappe, ohne etwas zu sagen. Er ging auf die Schranke zu und griff bereits nach seinem Funkgerät. Routineverkehr. Die Stimme eines Mannes, der ein Fahrzeug meldete. Die Schranke hob sich. Die nächsten 60 Kilometer legten sie in 51 Minuten zurück. Nach dem zweiten Kontrollpunkt wurde die Straße breiter. Der Teamleiter passte seine Geschwindigkeit an die eines nach Norden fahrenden Konvois an und blieb 3 Fahrzeuglängen hinter ihm. Der Agent auf dem rechten Rücksitz, der jüngere der beiden stehenden Männer aus der Zelle, der sich bei der Befreiung als Dorf vorgestellt hatte, war die ersten 30 Kilometer wachsam gewesen. Dann, irgendwo hinter einer Tankstelle am Straßenrand, sank sein Kopf. Er fing ihn auf. Er sank wieder. 9 Tage mit zu wenig Wasser im syrischen Sommer. Das Adrenalin hatte ihn aus der Zelle und durch den ersten Kontrollpunkt und 60 Kilometer die Straße hinaufgetragen. Jetzt war es weg. Der Teamleiter saß im Rückspiegel. 40 Kilometer bis zum dritten Kontrollpunkt, eine feste Anlage. Sandsackwände, eine überdachte Kontrollbucht, 4 Soldaten zu sehen. Die Schranke war unten. Ein Soldat kam heraus, noch bevor sie ganz zum Stehen gekommen waren. Er kam zur Beifahrerseite. Er beugte sich vor, um durch das Seitenfenster auf den Rücksitz zu schauen. In diesem Moment verlor Duff das Bewusstsein. Er sackte nicht zusammen. Er fiel. Sein Körper kippte zur Seite. Seine Schulter prallte gegen die Tür. Sein Kopf blieb schräg an der Scheibe liegen. Innerhalb von 2 Sekunden ging er von aufrecht zu liegend über, und der Soldat draußen sah es direkt. Die Hand des Soldaten wanderte zu seinem Funkgerät. Der Teamleiter hatte das Fenster schon heruntergekurbelt, bevor die Finger das Handgerät umfassten. »Der dritte heute«, sagte er auf Arabisch, seine Stimme monoton vor Erschöpfung, wie bei einem Mann, der seit dem Morgen immer wieder dasselbe sagt. Er sah Duff so an, wie ein Arzt einen Patienten ansieht, den er bereits untersucht hat.
Der Azor liefert uns im Moment jeden Tag 5 solche Fälle. Wir können sie nicht schnell genug abtransportieren. Der Soldat sah Duff an, der am Fenster stand. Er sah den Teamleiter an. Er sah Duff wieder an. Seine Hand löste sich vom Funkgerät. Er richtete sich auf, ließ den Blick über den Rest des Fahrzeugs schweifen, den Beifahrersitz, die Transportdecke hinten, den regungslosen Jonathan und trat zurück. Die Schranke hob sich. Ein einziger Wachmann, eine Hütte, eine Schranke. Die Papiere wurden 20 Sekunden lang geprüft. Der Wachmann schaute zweimal ins Fahrzeug. Er hob die Schranke. Die türkische Grenze lag 42 Kilometer nördlich. Der Teamleiter schaute auf die Uhr am Armaturenbrett. 11:47 Uhr. In Tel Aviv telefonierte Gal mit dem türkischen Verbindungsmann. Das Gespräch hatte vor 6 Minuten begonnen. Sie hatte eine Information, über deren Weitergabe an das Team sie noch überlegte. Der IRGC-Konvoi war um 11:19 Uhr dabei beobachtet worden, wie er von Süden her in Der Ez-Zor einfuhr. Die geplante Ankunft an der Anlage war für 17 Uhr vorgesehen. Die tatsächliche Ankunft kurz nach 11:30 Uhr. 6 Stunden zu früh. In dem Moment, als der Teamleiter auf die Uhr schaute und 11:47 Uhr sah, waren iranische Offiziere bereits in Karimis Dienstbüro. Sie schauten sich bereits den Eintrag im Dienstprotokoll an. Sie fragten bereits nach dem IKRK-Team und wo es hingegangen war. 42 Kilometer bis zur Grenze. Gal schickte die Nachricht über den Sekundärkanal. Sie beschränkte sich auf 11 Wörter. IRGC vor Ort. Alarm ausgelöst. Korridor aktiv. Fahre zum Marker. Der Teamleiter las die Nachricht einmal. Er änderte seine Geschwindigkeit nicht. Die Markierung befand sich bei Kilometer 194. Ein blauer Wassertank am Straßenrand, schon aus 300 Metern Entfernung sichtbar. Was passiert, wenn die IRGC ankommt, um 3 Gefangene abzuruhen und 3 leere Zellen vorfindet? Und das einzige Fahrzeug, das zur türkischen Grenze fährt, bereits 40 Minuten entfernt ist. Im hinteren Teil des Fahrzeugs fand Jonathans Hand wieder die Flasche. Er hatte sie nicht geöffnet. Er hielt sie flach an seine Brust gedrückt, so wie ein Mann etwas hält, das er noch nicht bereit ist, aus der Hand zu geben. Duff lag immer noch bewusstlos an der Tür. Der dritte Mann aus der Zelle, sein Name war Eran, beobachtete die Straße vor ihnen durch den Spalt zwischen den Vordersitzen. Seit der Zelle hatte er kein Wort gesprochen. Er hatte nicht geschlafen. Seine Augen folgten der Straße, so wie ein Mann etwas verfolgt, das er nicht aus den Augen verlieren will. 31 Kilometer. Das Schild taucht um 12:19 Uhr hinter einer langen Kurve auf. Blau, verblasst, an der Basis eingedellt, wo ein Fahrzeug es einst gestreift hatte. Genau dort, wo es laut der Einsatzbesprechung stehen sollte. Der IRGC-Konvoi kam durch das Südtor. 3 Fahrzeuge, 2 Militärjeeps und ein Transporter ohne Kennzeichnung. Der vordere Jeep hielt im Innenhof an und 2 Offiziere stiegen aus. Der ältere der beiden, ein Mann in den 50ern, die Lesebrille auf die Stirn geschoben, eine Aktenmappe unter dem Arm, ging direkt zum Haupteingang. Die Wachen ließen ihn durch, ohne ihn anzuhalten. Karimi empfing ihn im Flur im Erdgeschoss. Der iranische Kurator legte seine Aktenmappe auf die nächste Ablagefläche und sah Karimi an. Wo sind Sie? Karimi berichtete ihm. ICRC, Nachinspektionsbesuch, Standardgenehmigung. Das Team traf um 9:12 Uhr ein, reiste mit 3 Häftlingen ab, die einen medizinischen Notfalltransport benötigten. Die Unterlagen befanden sich im Koordinationssystem. Der Kurator öffnete seine Mappe. Er schaute sich eine Seite 10 Sekunden lang an. Dann schloss er sie. »Verbinde mich mit Damaskus«, sagte er. »Sofort!« Der Anruf nach Damaskus dauerte 4 Minuten. Das Koordinationsbüro bestätigte die Besuchsgenehmigung.
Der Antrag auf erneute Inspektion war bearbeitet, die Berechtigungsnachweise überprüft, der Besuch im System erfasst worden. Der Kurator legte den Hörer auf. Es gab keinen Antrag auf Nachinspektion, sagte er. Nicht in unseren Unterlagen. Vor 10 Tagen gab es einen ersten Besuch. Es war keine Nachuntersuchung angesetzt. Karimi sagte nichts. Das Fahrzeug. Fahrtrichtung? Norden, sagte Karimi. Der Kurator griff nach seinem Funkgerät und gab 3 Anweisungen auf Farsi. Innerhalb von 8 Minuten wurden 4 Kontrollpunkte auf den Straßen, die von Deir ez-Zor nach Norden und Nordwesten führen, in Alarmbereitschaft versetzt. Die Kontrollpunkte deckten die Autobahnkreuzung bei Mayadin, die Flussüberquerung bei Salihia, die Straße nordwestlich in Richtung Raqqa und die nördliche Route durch Abu Kamal ab. Keiner von ihnen befand sich auf der Straße, auf der das Team unterwegs war. Das IKRK-Fahrzeug befand sich auf der sekundären nordöstlichen Route. Nicht auf der Autobahn. Der Route, die für medizinische Transporte genutzt wurde. Die Route, die der Kurator nicht in Betracht gezogen hatte. Nachdem der Kurator gegangen war, um die Reaktion der Kontrollpunkte zu koordinieren, ging Karimi zurück in sein Büro und setzte sich an seinen Schreibtisch. Das Dienstprotokoll war bei dem Eintrag vom Morgen aufgeschlagen. Seine Handschrift. Ankunftszeit, 5 Mitarbeiter, Referenznummer der Unterlagen. Der gleiche Eintrag, den er in 14 Monaten für jedes Inspektionsteam geschrieben hatte. Ohne Eile. Vollständig. Die Flasche war weg. Das fiel ihm jetzt zum ersten Mal auf. Er hatte es nicht bemerkt, als das Team im Raum war. Er blickte auf die leere Stelle auf dem Schreibtisch. Dann sah er sich den Eintrag im Dienstprotokoll noch einmal an. Die Dokumentationsreferenznummer war gültig. Er hatte sie selbst im Koordinationssystem überprüft. Der Besuch war im System vermerkt gewesen. Er griff zum Telefon, um Damaskus anzurufen. Nicht wegen der Häftlinge, sondern wegen des Antrags auf Nachinspektion, von dem Damaskus behauptete, er existiere nicht. Er wollte wissen, wann er eingereicht worden war und von welcher Stelle. Damaskus stellte ihn in die Warteschleife. Karimi saß mit dem Telefon am Ohr da und blickte auf die leere Stelle auf dem Schreibtisch, wo die Flasche gestanden hatte. Der Teamleiter sah die Markierung und verlangsamte die Fahrt auf 60. Ein weißer Toyota Land Cruiser ohne Nummernschilder bog von einem Feldweg rechts ab und reihte sich hinter ihnen ein. Türkischer Geheimdienst. 2 Fahrzeuge, 4 Personen. Sie hatten 40 Minuten an der Markierung gestanden. Der Land Cruiser fuhr neben sie und der Fahrer gab ein Zeichen. Folge mir. Er bog nach Norden auf einen unbefestigten Weg ab, der die Hauptstraße komplett verließ. Das IKRK-Fahrzeug folgte. 22 Minuten. Der Weg führte durch Buschland und führte zweimal durch trockene Flussbetten, wo die Federung die Unebenheiten hart abbekam. Beim dritten Durchfahren war ein Geräusch aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs zu hören. Kein Wort. Das unwillkürliche Geräusch eines Mannes mit 2 Beinbrüchen, der über unebenes Gelände getragen wurde. Und dann wieder Stille. Um 12:41 Uhr endete der Weg an einem Abschnitt des Grenzzauns. 3 Pfosten waren entfernt und durch schwenkbare Abschnitte ersetzt worden, die sich von der türkischen Seite her aufschwenkten. Der Zaun öffnete sich. Das IKRK-Fahrzeug fuhr hindurch. Der Zaun schloss sich. Auf der syrischen Seite blieben die 4 von der IRGC geleiteten Kontrollpunkte noch 3 Stunden lang aktiv. Damaskus bestätigte schließlich die Echtheit der Fahrzeugpapiere und befahl ihnen, sich zurückzuziehen. Die Spur war bereits 22 Minuten kalt, als die Kontrollpunkte errichtet wurden. Die Operation hatte vom ersten Signal bis zur Bergung 61 Stunden gedauert. Das IKRK-Fahrzeug hielt hinter einem niedrigen Hügel an. 3 Fahrzeuge des türkischen Geheimdienstes waren bereits dort. Ein medizinisches Team stand mit einer Trage bereit. Sie öffneten die hinteren Türen. Jonathan war bei Bewusstsein.
Er war irgendwann in den letzten 10 Minuten der Fahrt wieder zu sich gekommen. Seine Augen waren offen, seine Atmung hatte sich verändert. Als sich die Türen öffneten, blickte er regungslos in den Himmel über der Türkei. Das medizinische Team griff hinein. Jonathan griff nach unten und hob die Flasche neben sich auf. Er hielt sie mit einer Hand an seine Brust, während sie ihn heraushoben. Der Teamleiter sah von der Seite des Fahrzeugs zu. Er sagte nichts. Die 5 Agenten stiegen aus. Erhan war der Erste. Er stand auf türkischem Boden, legte beide Hände flach auf das Dach des Fahrzeugs und hielt sie einen Moment lang dort, als müsse er etwas Festes spüren. Dann trat er zurück. Sie ließen die IKRK-Westen im Fahrzeug zurück. Sie ließen die Klemmbretter zurück. Sie ließen die Sanitätstaschen zurück. Die Flasche ging mit Jonathan. Das Fahrzeug wurde zu einem 4 Kilometer östlich gelegenen Grenzposten gefahren und hinter einem Versorgungsgebäude geparkt. Dort blieb es 11 Tage lang. Dann wurde es zerlegt. Die 3 Aman-Offiziere erreichten am Abend ein Krankenhaus in Tel Aviv. Jonathans Bein erforderte 2 Operationen. 8 Monate später war er wieder im Einsatz. Die anderen beiden nicht. Einer wurde 6 Monate nach der Evakuierung aus medizinischen Gründen aus dem Dienst entlassen. Der andere trat im folgenden Jahr zurück. Keiner der Gründe wurde öffentlich gemacht. Alle 3 waren am Leben. Oberst Hassan Karimi wurde am 3. September 2013 vom syrischen Militärgeheimdienst verhaftet. Ihm wurde Fahrlässigkeit vorgeworfen, die zum Verlust hochrangiger Gefangener geführt habe. Das Verfahren dauerte 4 Tage. Er wurde am 7. September hingerichtet. Das IKRK sandte im Oktober ein formelles Ersuchen an die israelische Regierung und bat um Aufklärung bezüglich der unbefugten Nutzung ihrer organisatorischen Ausweise und Unterlagen auf syrischem Gebiet. Israel antwortete nicht. Die Operation hat keine offizielle Bezeichnung. Sie taucht in keiner veröffentlichten Aufzeichnung auf. Die 5 Agenten, die sie durchgeführt haben, wurden nicht namentlich genannt. Die Einrichtung in Deir ez-Zor wurde 2 Jahre später bei Kämpfen zerstört, zusammen mit ihren Dienstprotokollen. Das Einzige, was zurückkam, war die Flasche. Damaskus meldete sich nie wieder wegen der Anfrage zur erneuten Inspektion. Die Warteschleifenmusik lief, bis die Verbindung abbrach. Zu diesem Zeitpunkt wurde Karimi bereits von syrischen Militärgeheimdienstoffizieren aus dem Gebäude geführt, die um 14 Uhr eingetroffen waren. Er leistete keinen Widerstand. Er hatte verstanden, als er an jenem Schreibtisch saß, das Telefon in der Hand und die Leere an der Stelle, wo die Flasche gewesen war, dass es nichts mehr zu bestreiten gab. Der Eintrag in Dienstprotokoll war korrekt. Die Unterlagen waren gültig gewesen. Er hatte alles vorschriftsmäßig gemacht. Einer der Geheimdienstoffiziere sagte etwas zu ihm, als sie ihn hinausführten. Karimi blieb einen Moment stehen. »Das Verfahren«, sagte er, an niemanden Bestimmten gerichtet. »Das Verfahren war der Angriff.« Er ging weiter. In Genf erhielt Bernard an jenem Nachmittag um 17:06 Uhr eine E-Mail aus Damaskus. Die verspätete Bestätigung des Antrags auf erneute Inspektion, endlich eingetroffen. Er legte sie ab. Er vermerkte in seinen Unterlagen, dass der Besuch ohne Zwischenfälle verlaufen war. Er schloss den Tab. Er holte sich einen Kaffee und in Tel Aviv schloss Gal um 22 Uhr die Akte zum Syrien-Referat. Sie steckte die Fotos aus dem Briefing in die Archivhülle, das Äußere der Anlage, den Innenhof, die Aufnahmesequenz. Das letzte Foto in der Sequenz? Die Flasche auf dem Regal für beschlagnahmte Gegenstände. Die Gravur abgenutzt und glatt. Die Delle auf der linken Seite, wo sie vor Jahren gegen etwas gestoßen war. Sie legte die Hülle in die Schublade. Sie schloss die Schublade ab. Sie ging nach Hause.